Grüß euch liebe 1000 PS-Fans, heute ist es mir eine ganz besondere Freude, euch aus Spanien begrüßen zu dürfen, weil heute ist der Tag, an dem wir endlich die Ducati Supersport und die Ducati Supersport S auf der Landstraße und auf der Rennstrecke hier in Monte Blanco testen können. Bleibt dran! So, der Tag ist zur Hälfte um. Unser Programm hat heute so ausgeschaut, dass wir zuerst auf der Rennstrecke unterwegs waren mit der Supersport S und jetzt dann gleich am Nachmittag geht es raus auf die Landstraße mit der normalen Supersport. Aber bevor wir zu meinen Fahreindrücken kommen mit der Supersport S auf der Rennstrecke, kurz zu den technischen Daten, damit wir wissen, womit wir es zu tun haben. Also der Motor hat einen Hubraum von 937 Kubik, ist der L-Motor von Ducati, der Testa Stretta Motor. Hat 113 PS bei knapp über 9000 Touren und ein Drehmoment von 96 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen. Der Motor ist dasselbe wie in der Hypermotard, nur wurde da jetzt noch ein bisschen verändert, damit er mehr den sportlichen Charakter der Supersport entspricht. Das Getriebe ist ein 6-Gang-Schaltgetriebe mit serienmäßiger Anti-Hopping-Kupplung. Hier auf der Supersport auch verbaut ein Schaltautomat, das heißt man kann rauf und runter schalten ohne Kupplung. Auf der Supersport kann man das nachrüsten, sie kommt aber nicht serienmäßig damit. Die Bereifung ist vorne 120/70/17, hinten 180/55/17 und die Serienbereifung sind Pirelli Diablo Rosso 3. Die Bremsanlage stammt komplett von Brembo, vorne Doppelscheibe mit 320 mm Durchmesser und das Fahrwerk haben wir hier auf der Supersport S. Serienmäßig verbaut eins von Öhlins, vorne die Gabel mit 43 mm Durchmesser und einstellbar in Zugstufe, Druckstufe und Vorspannung. Hinten auch von Öhlins, ebenfalls komplett einstellbar. Der Tank hat ein Füllvolumen von 16 Liter. Eine Reichweite konnte uns von Ducati nicht gesagt werden, aber das ist nämlich bei dem Modell jetzt nicht so wichtig. Und die Sitzhöhe beträgt 810 mm, da gibt es noch eine niedrige und eine höhere Sitzbank. Für mich hat es aber gepasst, ich kann es ja mal kurz demonstrieren. Ich bin 1,75 groß und wie man sieht, für mich kein Problem. Ich komme jetzt hier mit einer normalen Jeans fast flach auf den Boden, also keine Beschwerde meinerseits. Kommen wir zu den Fahreindrücken auf der Rennstrecke mit der Supersport S. Wir haben 3 Fahrmodis, Sport, Touring und Urban oder Urban, wie man es auch immer sagen will. Und wir waren nur natürlich in Sport unterwegs. Da ist die Traktionskontrolle, die 8-fach einstellbar ist, auf einer niedrigen Stufe und auch das einstellbare ABS ist ebenfalls niedriger eingestellt als zum Beispiel in der urbanen Fahrversion. Aber sonst, wie verhält sie sich auf der Rennstrecke? Man muss sagen, die Lenker sind ein bisschen höher als bei einem echten Supersportler, sagen wir so, weil der Anspruch ja doch auf die Straße gelegt wird von Ducati. Aber auf der Rennstrecke fand ich das wirklich angenehm. Selbst wenn man dann im Hang-Off hängt und schon schleift, hat man das Gefühl, immer zu wissen, was das Vorderrad macht. Ist sehr angenehm erfahren. Und ich muss gleich vorweg sagen, ich bin eher ein unerfahrener Rennstreckenfahrer. Das ist mein zweites Mal heute auf der Rennstrecke gewesen. Und ich habe mich eigentlich sofort wohlgefühlt. Man hat zwar doch einige Vibrationen durch den V2-Motor, das ist halt nicht so seit wie ein rein Vierzylinder, aber das ist natürlich klar. Aber ich habe mich wirklich schnell wohlgefühlt. Ich habe mir gedacht, dass es ein Motorrad ist, mit dem man schnell fahren kann. Also nicht viel Eingewöhnungszeit, fand ich angenehm auf der Rennstrecke. Es ist sehr zugänglich. Die Bremsen und die Reifenperformance fand ich für meine Bedürfnisse absolut ausreichend. Ich war zwar nicht der Schnellste heute, das muss ich auch zugeben. Aber wenn man, sagen wir, eher auf der Straße unterwegs sein will, aber ab und zu auf die Rennstrecke fahren will, denke ich, ist die Supersport S genau richtig, weil man hat eben die hochwertigen Komponenten von Öhlins, die kann man komplett einstellen. Ich habe es so gelassen, wie es von Werk ab kommt. Auch den Fahrmodus, den Sportmodus kann man im Menü
umswitchen. Das heißt, man kann zwar Sportmodus haben, aber trotzdem die Traktionskontrolle niedriger schalten, wenn man will. Damit kann man sie spielen. Aber ich habe so gelassen, wie es kommt. Und ich muss sagen, ich war sehr zufrieden. Vom Sound her waren wir heute auf der Rennstrecke mit einem Akrapovic-Auspuff unterwegs. Macht einen schönen Klang, spart auch ein bisschen Gewicht ein. Und es gibt auch noch im Zubehör ein komplettes System von Akrapovic voll Titan. Das klingt natürlich noch mal besser, da haben wir eher einen Soundclip für euch. Aber sonst auf der Rennstrecke sehr angenehm. Man kann es natürlich nicht vergleichen mit einer Tausender. Also auf Strecken wie ein Red Bull Ring, denke ich, wird es untergehen, aber Pannoni Ring kann man voll und ganz damit machen. Jetzt geht es gleich weiter, wir müssen uns schon wieder anziehen. Ich sehe schon, die Journalistenkollegen machen sich schon bereit. Jetzt geht es gleich los mit der Supersport und wir hören uns dann später nochmal. Okay, der Tag neigt sich also dem Ende, die Sonne geht jetzt langsam schon unter hier im südlichen Spanien und wir waren jetzt auch mit der normalen Supersport auf der Landstraße unterwegs. Nochmal kurz die Unterschiede zwischen der Supersport und der Supersport S. Zuerst einmal das Fahrwerk. Bei der Supersport S kommt es komplett von Öhlins. Hier auf der normalen Supersport ist die Gabel von Mazzocchi, ich hoffe ich spreche das richtig aus, 41 mm Durchmesser, aber auch komplett einstellbar in Zugstufe, Druckstufe und Vorspannung. Das Federbein hinten ist ebenfalls nicht von Öhlins, aber das ist nur in Zugstufe und Vorspannung einstellbar. Weiterer Unterschied, der Quickshifter, der ist auf der S-Version serienmäßig drauf, auf der normalen Version kann man es nachbestellen. Es ist alles bereit, man muss nur den Aufpreis dafür zahlen. Weiterer Unterschied, bei der S haben wir eine Sitzabdeckung für den Beifahrer, die haben wir auf der normalen Version nicht. Und auf der Version, die wir heute gefahren sind, auf der Straße, war auch kein Akrapovic-Auspuff verbaut. Aber in Wahrheit hat es nicht wirklich gestört. Also sie macht genug Krawall, das kann ich euch versprechen, trotz Euro 4. Also wir sind da mit 10 Ducatis durch eine Stadt gefahren, das hat ordentlich ballert. Da lege ich meine Hand dafür ins Feuer. Aber gut, jetzt sind wir dann heute von der Rennstrecke hier weggefahren, im Touring-Modus. Den empfehle ich am meisten für die Straße, weil nicht nur das ABS höher eingestellt ist und auch die Traktionskontrolle, auch die Gasannahme wird sanfter. Wir haben zwar noch immer 113 PS, aber die Gasannahme ist etwas sanfter und vor allem wenn es dann langsamer wird und man beschleunigen will, ist das für die Straße die bessere Lösung. Im urbanen oder im Urban Fahrmodus wird die Leistung sogar nur auf 75 PS gedrosselt, aber trotzdem ist die Gasannahme auch sanft wie beim Touring-Modus. Apropos Touring-Modus, ich habe ihn dann eben aktiviert und mir auch gleich die Scheibe hochgetan. Das geht ganz einfach. Einfach hochziehen, schon ist die Scheibe oben. Gibt ein bisschen mehr Windschutz und vor allem auf den Landstraßen, auf denen wir da unterwegs waren, war das sehr hilfreich. Aber jetzt mal zum Fahrverhalten auf der Landstraße habe ich gemerkt, dass kein Öhlins verbaut ist. Ehrlich gesagt nicht. Für die Rennstrecke würde ich es zwar schon empfehlen, da hat man die vollen Einstellmöglichkeiten, aber wenn man sich sagt, man kauft sich eine Ducati Supersport nur auf der Landstraße, reicht das vollkommen aus. Einzig den Quickshifter habe ich ab und zu vermisst in schnellen Passagen, da muss man dann doch schon noch vom Gas gehen. Also wenn man das Geld hat, empfehle ich den Quickshifter nachrüsten. Aber sonst waren wir heute auf sehr schnellen Passagen unterwegs. Da habe ich zu schätzen gelernt, wie stabil die Ducati ist. Das habe ich auch schon auf der Rennstrecke gemerkt. Aber die kann man da in den Radius reinlegen und dann in der Kurve so behalten, die trägt einen durch. Man muss da wenig korrigieren, ist sehr angenehm zum Fahren. Und natürlich auch angenehm für den Alltag, aber auch für die Landstraße ist die Sitzposition. Wie ich schon vorhin gezeigt habe, die Lenkerstummel sind etwas höher. Es soll ja eher für den alltäglichen Betrieb sein, die Ducati. Also es ist deutlich angenehmer als ein normaler Supersportler und das spreche ich aus Erfahrung. Ich fahre eine CBR 600 RR und da würde ich mir ab und zu so ein Setup schon sehr wünschen. Ja, und zu guter Letzt muss ich euch jetzt noch aufrufen, mir einen Kommentar zu hinterlassen
Was haltet ihr davon, von der Ducati Supersport? Ich sage gleich eins vorweg, also wenn ich da eins lese, ja 113 PS sind für die Straße zu wenig, das verneine ich ganz, ganz schwer, weil wir haben 96 Nm Drehmoment, das geht auf der Straße richtig, richtig gut. Gerade mal auf der Rennstrecke ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Wenn man eine Supersport haben will, aber nur auf der Straße bleiben will, reicht vollkommen die normale Version aus. Will man sie aber auf die Rennstrecke mitnehmen, auf jeden Fall S-Version. Allein fürs Fahrwerk, da zahlt sich schon der Aufpreis aus. Außerdem kriegt man auf der S, das kriegt man auf der normalen Version leider nicht, diese wunderschöne weiße Lackierung mit den roten Felgen. Das kriegt leider nur die S-Version. Das war's im Großen und Ganzen. Preise würde ich euch bitten, selber auf eurer Ducati-Webseite nachzuschauen. Das variiert natürlich immer von Österreich, Deutschland und Schweiz. Und sonst hinterlasst mir einen Kommentar. Mich würde es wirklich interessieren, was ihr jetzt wirklich von der Supersport haltet. Ich bin eigentlich schwerstens begeistert. Auch wenn ich sie mir nicht kaufen würde, mir ist das Motorkonzept etwas zu rau. Aber sonst, Dankeschön fürs Zuhören, gebt mir auch einen Daumen hoch und wir sehen uns. Danke, tschüss.